ist im Leben. Das der Herr Jesus Christus. Und nicht Besseres. Und weißt du, was man im Himmel macht? Ihn bestaunt und besingt, bewundert, anbetet. Deswegen, man braucht eine Ewigkeit. Weil es dauert so lang. Es ist so inhaltsreich. Ja? Nun, ich habe viele Bücher gelesen in meinem Leben, auch bevor ich mich bekehrt habe. Ja? Ich kann mal wirklich meine Eltern danken, dass sie mich bestraft haben. Meine Dummheiten. Ja, weil manche Leute die haben keine Ahnung, was das heißt, dass Gott wird dich strafen für deine Sünden. Wusst du, was das heißt? Ich habe mal so eine komische Strafe, ich würde das nicht immer, aber das war auch, ich bin dankbar dafür, Hausarrest bekommen. Das macht ein bisschen mehr bitter. Weil Hausarrest gibt es nicht in der Bibel. Ah, weißt du, das ist wie Gefängnis, das gibt es auch nicht, die Strafe. Aber im Hausarrest, mein Vater hat mir manchmal gesagt, wir geben dir gar keine richtige Strafe, weil du liest. Haben wir gelesen. Er hat ein Klo in der oberen Etage bei uns und er hat das immer meine Bibliothek genannt. Und ich habe viele Bücher gelesen, aber nicht wie die Bibel. Ja? Nicht wie die Bibel. Also, du kannst es 150 Mal lesen und bekannt sein mit allem, was drin ist, aber jeden Tag ist Neues. Jeden Tag. Unglaublich, aber wahr. Heute wir wollen Apostelgeschichte Kapitel 12 aufschlagen und uns erheben. Ja, kurz zu dem Wort des lebendigen Gottes. Hebräer Kapitel, Apostelgeschichte Kapitel 12. Ich überlege hier was wegen die Hebräer. Wir kommen dazu, was mit denen geschehen ist, die Juden. Um diese Zeit legte der König Herodes die Hände an etliche von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun griff, legte er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Rotten von je 4 Kriegsknechten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Ostern dem Volk vorzustellen. Und Petrus wurde zwar im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in derselben Nacht, als ihn Herodes vorführen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Kriegsknechten, gebunden mit 2 Ketten. Und die Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn stand da. Und ein Licht leuchtete in dem Gefängnis. Und er schlug Petrus an die Seite und weckte ihn und sprach: Stehe schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm wahrhaftig solches geschah durch den Engel, sondern er meinte, er sehe ein Gesicht. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, welches zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Unglaublich, aber wahr. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit.
Und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von aller Erwartung des jüdischen Volkes. Und als er sich besann, kam er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, wo viele beieinander waren und beteten. Als aber Petrus an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd herbei mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie das Tor nicht auf vor Freude, lief aber hinein und verkündigte ihnen, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprach zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie aber auftaten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündige dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag wurde, war eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was dort mit Petrus geschehen sei. Herodes aber, als er ihn suchen ließ und nicht fand, verhörte die Wächter und befahl, sie hinzurichten. Und er zog von Judäa hinab nach Caesarea und hielt sich dort auf. Herodes aber war sehr erbittert über die von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land sich ernähren musste von dem Land des Königs. Aber an einem bestimmten Tag legte Herodes das königliche Kleid an, setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme, nicht eines Menschen. Sogleich schlug ihn der Engel des Herrn, weil er nicht Gott die Ehre gab. Und von Würmern gefressen gab er den Geist auf. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Barnabas aber und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, und nahmen mit sich Johannes mit dem Zunamen Markus. Vater, wir danken dir für dein Wort. O Herr, wie es zeigt, wie mächtig du bist und wie ohnmächtig Menschen sind. O Herr, wie Menschen wahrhaftig sind. O Vater im Himmel, es ist nicht ein Buch der politischen Korrektheit, obwohl es ganz korrekt ist. O Herr, ein Buch, das nicht Menschen verherrlicht, sondern sagt sie, wie sie sind. O himmlischer Vater, wie wir sind, das ist ein Spiegel. O Gott, ich bitte dich, bewirke, dass wir hineinschauen und uns sehen, wie wir wirklich sind. O Vater im Himmel, wir werden verändert, verwandelt in dem Ebenbild des Herrn Jesu Christi und ihn fort von ganzem Herzen, ganzem Gemüte, ganze Seele, mit allem Vermögen, mit allem, was wir haben, lieben und dienen. Glauben, o Herr, tun, was er sagt. So Herr, Hilfe, dass ich dein Wort predige, Hilfe zu hören. Gib Glauben. Christi Namen. Amen. Amen. Kann man ruhig sitzen. Wir haben etwas wie Malachi, in Apostelgeschichte, Kapitel 12. Schauen wir in Malachi, Kapitel 1 und Vers Nummer 10. Letzte Buch der Bibel, vor Altes Testament, vor Matthäus, Vers Nummer 10. Dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch,
spricht der Herr Zebaoth. Und das Speisopfer von euren Händen ist mir nicht angenehm. Gott hat gesagt, er hat kein Gefallen an den Juden. In Vers Nummer 12 sehen wir, ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist unheilig und sein Opfer ist verachtet, samt seiner Speise. Der Herr tadelt sie, dass sie den Tisch des Herrn entheiligten. Vielleicht haben die gesagt, wie du hörst, in unseren Kreisen, nicht Kreisen, aber in unserer Zeit, Gegenstände sind nicht heilig. Ist nicht ein Tisch ein Gegenstand? Ich sage dir, wenn du sagst einmal von dir aus, ich will den Herrn, für den Herrn leben, was bist du? Was bist du? Was bist du? Du bist heilig. Und wenn du machst was anderes, du hast das, was heilig ist. Und wenn du errettet bist, du bist sowieso heilig. Ausgesondert dafür. Gott hat kein Gefallen, wenn es was wird. Entheiligt. Und Vers 10 aber gibt etwas, was bald geschehen wird in Apostelgeschichte 12. Und wie ich mit Bruder John heute früh gesprochen habe, dass in dem ganzen Alten Testament alle geheim war. Dass doch eine Vers 11, ich habe wahrscheinlich meine gewöhnliche Tippfehler gemacht. Aber vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang soll mein Name herrlich werden unter den Heiden. Und an allen Orten soll mein Name geräuchert werden und ein reines Speisopfer geopfert werden, denn mein Name soll herrlich werden unter den Heiden. Spricht der Herr Zebaoth. Weißt du, sie haben den Namen Gottes entheiligt. Das gefällt Gott nicht. Aber jetzt wird eine Wende geben und der Name des Herrn wird herrlich unter den Heiden werden. Und wir haben das Ende einer Ära. In Apostelgeschichte 12, wenn wir das sagen können. Etwas geschieht in dem Kapitel, was wir unbedingt brauchen, was wir tun müssen, um alles zu überleben. Wenn das Ende einer Ära geht, viele gehen kaputt. Weißt du, ich kann mich noch erinnern, und weil du nichts merkst, du glaubst nicht. Und du merkst nicht, weil du nicht glaubst. Eine gewisse Bear Bryant hörte auf als Coach in dem College Football und starb gleich danach. Joe Paterno, der Coach für Penn State, hat immer gesagt, ich will nicht aufhören, weil ich weiß, was geschieht. Ich sterbe. Kann nicht mehr. Und weißt du, was geschah? Er ist eigentlich gefeuert werden, so Blödsinn. Und ist gestorben. Er hat Krebs und ist gestorben. Gleich danach. Und wahrscheinlich Bobby Bowden von Florida State nicht geschah, weil er hat das, was alle brauchen zum Überleben. Was du unbedingt brauchst. Ohne aufhören zum Gott beten. Das ist, was wir heute benötigen, um zu überleben.
Aber Änderungen kommen in die Leben und werden kommen. Und warum sollen wir ohne aufhören, zum Gott zu beten? Wir schaffen es doch. Das sagen Leute immer. Immer. Na, erstens, Vers 1 und 2, Änderungen werden kommen. Es kommt Änderungen in deinem Leben. In Vers 11, 1 und 2 in Apostelgeschichte 12, wir sind wieder in Apostelgeschichte, schauen wir, um diese Zeit legte der König Herodes die Hände an etliche von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Nun, es gab schon Verfolgung. Hey, die sind was in ihren Zorn, weißt du, auf Stephanus hingegangen, hat ihn umgebracht, denn die fingen an was? Die Jünger zu töten. Religion hat das getan. Paulus war was? Saulus war von Religion. Saulus ist in dem Sinne jetzt weg. So, der Teufel hat einen anderen Mitarbeiter. Dieser Mitarbeiter ist schlimmer als Religion. Das ist die Regierung. Weil die Regierung hat Macht. Religion hat so viele Macht, wie die Regierung es zulässt. Und natürlich im Mittelalter, und das ist immer noch in den islamischen Ländern, die Religion war die Regierung. Und es gab dann einen großen Kampf dazwischen, wer hat das Sagen. Und wir wissen, in Europa hat was? Die weltliche Macht endlich gewonnen. Ja, am Ende. Aber wenn die Regierung fängt an, der König fängt an, zu verfolgen, ist was ganz anderes. Und jetzt misshandelt der König die Gemeinde. Was soll man tun? Der König, das war ihm egal. Jetzt sagen die, hey, du darfst nicht so machen. Ja? Hey, wenn du irgendjemand nach Mammon gehst, ja, ich bin der Meinung, ist nicht Tokyo Hotel, die Kelly Family, darfst du Heimschulung machen, aber nicht, wenn du ein Christ bist. Ja? Weil die Leute, die haben Kinder, die gehen hier weltliche Musik spielen, die haben mal ein Programm von der deutschen Regierung. Die Botschafterkinder genauso. Aber bei sowas nicht. Egal was man denkt davon, ist es, hey, wir haben zwei verschiedene Maßstäbe. Und hey, ich kann mich noch erinnern, weil ich sagte Gabriel, deine Leute werden da sein bei der Messe gestern, hier von der Schule in Pirna. Wie begeistert sie waren, dass Gabriel mit denen gesprochen hat und was er in der Schule tun wird. Sag mal, die sind nur hier. Wir haben nicht gesprochen. Gabriel hat gesprochen. Wir haben nicht gesucht. Gabriel hat das Gespräch geführt. Und wir leben in einer Zeit, wo die sind was von Kind auf unter der Gewalt des Staates und können die Kinder und reden die Kinder. Und die sollen gesellschaftsfähig sein. Sind die nicht? Und damals, wo wir gingen zu dieser Sache bei Bruder Sander und der Gemeinde, wir haben die Kinder angesprochen, die heimgeschult waren, die sind jetzt in Kanada und die haben mit uns gesprochen. Du kannst Alicia fragen, das ist auch problematisch in Amerika, in Gemeinden. Weißt du, wer dran schuld ist? Was bin ich von Gabriel?
Vater, Mutter, die Eltern mussten mit den Kindern und die mussten zurücksprechen. Die mussten wieder zurücksprechen. Und es ist wirklich egal, ob du das blöde Ding in der Hand hast oder deine Zeitung in der Hand oder einen Fernseher. Immer was anderes ist wichtiger. Aber was macht man, wenn jetzt der König der Gemeinde misshandelt? Guck mal, der erste Apostel wird getötet. Jakobus, der Bruder des Johannes. Und weißt du, das hat Gott was herrlich gemacht. Ich habe auch hier den letzten Vers in Hosea John gesagt vorher. Ja, aber dann geht Petrus später zu Jakobus. Und Jakobus ist Apostelgeschichte 15. Ja. Aber Jakobus ist tot. Ja. Man ist ein bisschen mehr ungläubig als wissenschaftlich, oder? Da gab es wie viele Jakobus? Ja, ne, Jakobus eigentlich, der wirklich in dem Sinne scheint, die Chefrolle der Gemeinde zu haben. In Apostelgeschichte 15, er greift das Wort. Das ist der Bruder des Herrn. Das ist keiner von den 12. Das ist ein ganz anderer. Aber gehen wir in Matthäus 26, Vers 37. Und er nahm zu sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu sagen. Also der Herr Jesus ging mit seinen 12 Aposteln in den Garten, denn er nahm 3 mit sich weiter. Er ging zu dem Berg der Verklärung mit seinen 12 Aposteln und nahm 3 hoch. Petrus, Jakobus und Johannes. Gehen wir Galater Kapitel 2 und Vers Nummer 9. Galater Kapitel 2 und Vers Nummer 9. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft, dass wir unter die Heiden, sie aber unter die Beschnittenen gingen. Und guck mal, wo er da war, was? Jakobus, Kephas, Petrus, Johannes, wie waren die angesehen? Das sind die Säulen der Gemeinde. Jetzt ist er tot. Was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Eine von den Säulen der Gemeinde ist nicht mehr. Hey, es gibt eine erschreckende Sache. Josua Kapitel 1 und Vers Nummer 2. Weißt du, Gott nimmt immer eine dreifältige Schnur und bringt es zusammen. Las es mehrmals, versteht es. Peter Ruckman predigt ein Predigt. Über alte Soldaten sterben nie. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und zieh über den Jordan, du und das ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe. Das ist erschreckend. Mose ist tot. Josua ging auf den Berg mit ihm, aber er sah den Herrn nicht. Er war so mittelmäßig dort drin. Mose ging oben. Hey, Josua ging hinauf, aber er war nicht dabei mit den 10 Geboten. Hey, Josua war ein Krieger. Aber was geschah, als Moses Hände ging nach unten? Jetzt ist Mose tot. Was machen wir? Was tue ich? Weißt du, eine von den Säulen, der tragende Leute, die besten Leute sind gestorben. Die alten Leute, die gehen weg.
Was machen wir? Ohne aufhören, zum Gott zu beten. Und nicht erst anfangen, weil da gehst du kaputt. Da gehst du kaputt. Wenn Änderungen kommen, was sollst du machen? Ohne aufhören, zu Gott zu beten. Bete, bete, bete. Und wenn man nicht vorher gebetet hat, wird man auch nicht nachher. Man geht kaputt. Weil Änderungen, die kommen. In Vers Nummer 3 in Apostelgeschichte, Kapitel 12, ich sage dir die Wahrheit in Christus und ich lüge nicht. Und als sah, dass es den Juden gefiel, vor und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Hey, weißt du was wirklich, wie das aktuelles, reales Leben ist? Ja? Es ist wahr, wo es keine gute Botschaft ist. Ein Unglück folgt dem anderen. Leider. Hey, Jakobus haben die umgebracht. Und jetzt was machen wir mit dem Papst? Jetzt was machen wir mit Petrus? Sie? Sperren ihn ein. Menschenskinder. Er ist festgenommen. Und die ganze Juden, ja! Das ist gut. Menschenskinder. Oh ja! Als gedacht, dass Dynamo aufgestiegen ist, die waren so froh. Wie fair ist das? Hey, was machst du im Leben, dass es nicht fair ist? Hilfst jammern? Hilfst Geheule? Das ist so unfair. Ja, hilfst, dass jemand sagt, das ist das Mitleid, das du willst von dem Vers. Nicht das Mitleid, das du wahrhaftig zeigst. Und was dein Wesen prägt. Und die sagen, was für eine Blöde. Hinter deinem Rücken. Oh. Wie fair ist das, dass die misshandeln, dass die Jugend darüber. Das Leben ist nicht fair. Vers 4. Guck mal. Als er ihn nun griff, legte er ihn ins Gefängnis und überantwortete den 4 Rotten von je 4 Kriegsknechte, ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Osten dem Volk vorzustellen. 16 bewaffnete Soldaten. Scheint Sachen manchmal unmöglich. Wie kommt er weg? Wir haben 16. Und es ist wirklich wahrscheinlich besser, das zu sagen. Brother Dan Gilbert sagte mir das. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es viele Gefechte zwischen den Amerikanern und Russen. Es war verboten. Aber du sagst nicht, ein kriegsgeprüfter Soldat darf nicht schießen. Jetzt ist er ein Tier. Es geht ums Überleben. Die noch nicht reingekommen sind, das erste Mal zum Ziel, hat die alle nach Hause geschickt und neue Soldaten gebracht. Was das für uns Geld gekostet hat. Menschenskinder. Die Regierungen sind immer dumm. Und deswegen heißen die Kriegsknechte. Die sind die Leute, die was? Krieg gemacht haben. Die was? Frau waren. Und weißt du, ich dachte mal wirklich, als ich das gelesen habe, aber die sind später getötet worden. Ich wundere mich, wie Petrus war. Ob er immer noch, okay, ja, Herr, du hast Cornelius gerettet, aber okay, gut. Ausnahme.
Paulus, der predigt zwar, und dann sagt man, da ist dort ein Knast, und dann sagt man was? Die Gemeinde aus dem Kaisershaus begrüßt euch. Und die haben sich bekehrt, seine Leute, die haben was? Kann ich lieber an den Kriegsfront gehen, damit ich das nicht mehr hören muss? Und Petrus für die gepredigt haben und die haben nicht gehört. Ich weiß wirklich nicht, was los war. Aber 16 bewaffnete Kriegsknechte. Scheint Sachen manchmal unmöglich. Vers 5 bis 9. Das müssen wir nachlesen, was es noch herrlich ist, okay? Aber Petrus wurde zwar im Gefängnis festgehalten. So, da ist er im Knast. Er sitzt im Knast. Ja? Aber die Gemeinde betet ohne Aufhören für ihn zu Gott. So, die Gemeinde ist was? Die sind am Beten. Das ist eigentlich der Titel der Botschaft. Ohne Aufhören für ihn zu Gott zu beten. Aber warum wir ohne Aufhören zu Gott beten sollen? Weil ein Unglück folgt dem anderen. Das wollen wir nicht für bare Münzen haben. Aber das ist die Wahrheit. Leider. Und in derselben Nacht, als ihn Herodes vorführen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Kriegsknechten. Das ist Glaube gibt Siegeskraft. Ja? Der schlief. Ich habe Ruhe, 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 Ruhe. Deswegen sollst du ohne aufhören, zu Gott zu beten, damit seine Männer nicht Weiber werden. Ja? Und es ist herrlich, der schläft zwischen zwei da. Und die zwei geschlagen haben? Ja, die haben irgendwas gemacht. Gebunden mit zwei Ketten. Das ist nicht bequem. Ich muss meine Matratze haben. Ich muss meine Kissen haben. Ich muss mal meinen Platz haben. Ja. Der ist gebunden! Mit Ketten! Ehrlich gesagt, das hört mir an. Kannst du dir mal vorstellen, Daniel so zu sein? Wer sich durch die ganze Nacht hier. Mein Sohn Daniel. Jeder, der irgendwo in der Nähe von ihm schlafen war. Ja? Und ich kann mir mal vorstellen, manchmal, da war Michi und Samuel im Bett, ein bestimmter andere hat immer getreten. Ja? Ich denke, ich habe das nicht mehr gemacht. Manchmal, ich habe mein Kissen in der Nacht verloren. Es war einmal einer unter Elfrieds Kopf, so ich habe es genommen. Ja? Hey, mit Ketten gebunden. Und ich schreibe. Ja? Und gebunden mit zwei. Und die Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. So dort draußen, wir werden mal sehen, wie viele Wachen das gibt. Was gibt's? Wächter. Und Wächter sind wach. Ja? Und siehe, der Engel des Herrn stand da. Weißt du, der hat keine Grenzen. Ja? Vielleicht alle denken, die sind Engel, die wollen ohne Grenzen sein. Und ein Licht leuchtete in den Gemach. Und er stellt Petrus an die Seite. Hey du, weg mal, das Licht, der war nicht mondsüchtig. Das Licht, der konnte schlafen mit braunem Licht. Weil ich sage dir, Engellicht ist mehr als Kerzenlicht. Und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Immer mit der Ruhe, nicht jetzt. Ja, das macht er nach, gibt Stress. Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Plötzlich ist er weg. Engel brauchen auch keinen Schlüssel. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich. No, zieh dich richtig an und binde deine Sandalen unter. Also Engel sind auch gute Menschenwesen. Ja, dann bist du unterwegs und deine Hosen fallen runter.
du bist kaputt, weil du hast keine Schuhe an. Und dann sprachst du und wirf deinen Mantel um und folge mir. Weißt du, da hast du halt keine Jacke an, du bist erkältet. Und wirklich, ich dachte, Menschenskinder, wie? Obwohl Engel, weißt du, die sind nicht Menschen, die haben Will, die wissen, wie es läuft bei Menschen. Und folge mir. Und wir gingen aus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm wahrhaftig solches geschah durch einen Engel. Da haben wir Menschenskinder, ich träume hier. Was ist los? Ich habe ein Gesicht, sondern er meinte, er sehe ein Gesicht. Ein Kapitel 10, einer. Sie gingen aber durch die erste und zweite Woche. Guck mal, das sind 2 Wochen. Plus was? Soldaten, die ihm angebunden sind. Ich weiß nicht, wenn die 2 hier gemerkt haben, hey, hier ist ein bisschen leichter am Fuß. Petrus, hast du abgenommen? Und kamen zu dem eisernen Tor. Jetzt war auch sogar ein Tor dort, Eisen, welches zu Stadt führt. Das tat sich in ihnen von selber auf. Hey, ist das nicht herrlich? Du sollst besser als ein lebloses Ding sein. Ja? Das leblose Ding. Wie viel Leben gibt es in einem eisernen Tor? Und es tat sich von selber auf, aber der Engel sagt es. Folgst du Gott? Tust du, was Gott sagt? Vielleicht bist du leblos und weißt es nicht. Du sollst mal hören auf das, was Gott sagt und das tun. Weil deine einzige Sache ist das der Apostel zu helfen. Und das eiserne Tor, ich muss echt sagen, wirklich, ich habe mal das gestern, weißt du? Weiß nicht mehr, wie er heißt, weil seine Tochter sind mir richtig ans Herz gewachsen. Wie er mich selber weiß ich nicht, aber seine Tochter helfen beim Mauerbau. Sein Name ist in der Bibel, aber ihr Name nicht. Der eiserne Tor bekommt keine Belohnung im Himmel. Aber hat seinen Namen in der Bibel, das geht. Wie viele eiserne Toren gibt es in der Bibel? Hey, wenn du wirklich deinen Namen kriegst in der Bibel, das geht. Das ist gut. Ja, und nicht so schlecht. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit. Ja, der Engel hat ihn. Ja, und sogleich schied der Engel von ihm. Jetzt bist du alleine, Petrus. Pete, Änderungen kommen. Ich habe dich bis hierhin geführt. Jetzt musst du den Weg gehen selber. Als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, oh, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von aller Erwartung des jüdischen Volkes. Menschenskinder, ich bin frei. Ja, unglaublich aber, ich sitze nicht mehr im Knast. Mitten in der Nacht, hier bin ich. Ja? Und als er sich besann, kam er zum Haus Marias. Dann läuft er und wow, Menschenskinder, ja, jetzt gehe ich wohl die Gemeinde haben. Die Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, wo viele beieinander waren und beten. Und dort beten die dort drinnen, was sie tun sollen. Ja? Und, weißt du, gehen wir in Jakobus 5,19. Ich habe mal so ein Buch gelesen und das sozusagen die Zusammenfassung war 970 Seiten lang. Ja, das ist so hier von Edmund Gibbet, der Entstehung und Fall des Römischen Reiches. Das ist etliche Bände. Ganz interessant. Man hat ihn einen Gottesleugner genannt und er hat die Urgemeinde kritisiert. Und schauen wir einfach, was die Bibel dazu sagt. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betet ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht, da wären 3 Jahre und 6 Monate.
Die Urgemeinde war gleicher Art wie wir. Genauso wie uns. Vers 9. Weißt du, Petrus hat keine Ahnung. Ist das wirklich, was geschieht hier? Ja? Aber lache nicht, dass der Chef nicht immer Ahnung hat. Ja? Weil viele Leute kriegen das Ganze draußen hier nicht, weil steht Ostern. In Vers 4. Die sind so bibelunkundig, dass das nicht Passa ist. Weil steht, nach den Tagen des ungesäuerten Brotes. Es war während den Tagen, wo es geschah. Wann ist Passa? Mit Passa fängt es an. Es fängt nach Passa an. Ostern ist ein heidnisches Feiertag. Das nachher. Boah. Und verstehen gar nicht mehr. Petrus hat keine Ahnung. Aber schau mal, Vers 14 und 15. Die gibt es in jeder Gemeinde. Vers 13. Als aber Petrus an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd herbei mit Namen Rhoda, um zu horchen. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, wirklich, stell dir das mal vor, sie hört Petrus Stimme. Tat sie das Tor nicht auf vor Freude, lief aber hinein und verkündigte ihnen Petrus Stunde vor dem Tor. Die ist nicht der Klügste. Gibt immer jemand, der immer was ganz Blödes macht. Ganz Dummes macht. Anstatt Petrus hineinzulassen und ja. Also es ist gefährlich draußen, wie du reingekommen bist, wie du raus bist, habe ich keine Ahnung, aber dort draußen ist gefährlich. Sie lief rein, Petrus ist draußen! Da gibt es immer solche. Wo ist so eine Urgemeinde? Haben wir hier gehabt. Und haben manchmal. Ja? Also, es gibt immer eine Rhoda. Und Vers 16, hier sind die Leute, die beten. Die tun das Richtige. Petrus aber klopfte weiter auf. Ja? Vers 15, ich habe immer hier, falsch hier. Aber vielleicht musst du aufwecken. Wach auf, Junge, wach auf, es kann doch anders sein. Ich vergesse nie den Klaus, der das gesungen hat. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Und die nicht alle Tassen schwanger haben. Doch! Ich weiß nicht, ob sie das in Hebräischen haben oder so, aber ich glaube schon, weil das so in Englisch ist nicht so. Doch! Weißt du? Ja. Die konnte nicht. Und so was haben wir? Ich weiß wirklich, ich hätte mehr geglaubt, das wäre Petrus, das ist ein Engel, oder? Ja? Aber vielleicht siehst du zu viel Blödsinn im Fernsehen, du glaubst nicht an richtige Engel. Ja? Aber Petrus klappte weiter an, als sie aber auftaten, sahen sie ihn und setzten sich. Sie setzten sich. Weißt du, obwohl die ganze Zeit für ihn beten. Nun, Not lernt beten. Aber Gebetserhörung lernt nicht danken und loben und preisen. Und die haben wirklich danken, loben und preisen war angesagt. Und das geschieht nicht.
Hey, Gott kann immer noch Wunder tun. Egal ob Änderungen kommen oder ein Unglück folgt dem anderen, kann das noch tun. Deswegen hör nie auf zu beten. Bete, bete. Hey, bist du in Not, du betest für Geld und du kriegst mehr Not. Bete. Hey, ich muss mal echt sagen, und ich werde nicht persönlich sein, ich bete manchmal, dass ihr bekommt Weisheit und geistliche Einsicht und ich denke, ihr werdet immer noch dummer und dunkler. Aber ich höre nicht auf. Manchmal ist es was, die Sonne geht auf, ganz wo es ganz erst dunkel ist. Dann kommt die Sonne an. So höre nie auf zu beten. Nahum Kapitel 1, Vers 2, die nächste Verse. Wir sehen, der Herr ist ein Rächer. Religion ist so blöd. Ich muss mal echt sagen, derselbe junge Mann, ich ging mal hier in wo ist Gabriel geboren? Diakonessen Krankenhaus. Eine Frau zu besuchen, die eigentlich uns helfen sollte, hier eine Stelle zu mieten. Ich gucke mal da, hm? Was machst du hier? Wir sagen, ich habe einen Nervenzusammenbruch. Ich dachte mal, ja, das kann ich verstehen. Wie kann Gott was tun, was er sagt verboten ist? Er hat gesagt, Rache ist dir verboten, nicht ihn. Er hat gesagt, die Rache ist mein. Das ist sogar nicht in den Kleingedruckten. Rache ist für dich und mich verboten, nicht ihn. Wenn du sowas einfach aus dem Fenster schmeißt, dann landest du irgendwo in den Zusammenbruch. Ich verstehe alles. So ist mal beten. Der Herr ist ein eifriger Gott und ein Rächer. Ja, ein Rächer ist der Herr. Der Herr ist ein Rächer, wider seine Widersacher. Und der seinen Feinden nicht vergessen wird. Ich muss mal sagen, ich werde nicht sein Feind sein. Ich werde nicht hochmutig sein. Weil Brian sagt mir von jemandem, der immer so ein bisschen hochmütig war, sag mal, Frau kommt nicht mehr hochmütig in die Gemeinde. Sag mal, ja, deswegen sollen wir uns selber demütigen vor der mächtigen Hand des Herrn. Nicht, dass er uns demütigt. Selber das tun. Weil er vergisst nicht wegen dem Feind, er reicht. Er ist ein Widersacher. Und er widersteht wen? Wem widersteht er? Den Hochmütigen. Den widersteht er. Gehen wir wieder zurück. Nein. Gehen wir nach 1. Thessalonicher 4,6. Das habe ich mal vergessen. Darauf will ich nicht vergessen. Und dass niemand zu weit greife und seine Brüder übervorteile in der Sache. Was für eine Sache? Egal was für eine Sache. Übervorteile nicht deinen Bruder. Denn der Herr ist der Rächer über das alles. Du übervorteilst jemanden? Nimmst die aus? Nimmst es die aus? Sogar ein Tausend tiefer gehst du. Was machst du mit denen? Putzt die aus. Gibt es nicht mehr zu nehmen, sondern man geht weiter. Der Herr ist ein Rächer über das alles. Wie wir euch auch zuvor gesagt und bezeugt haben. Nun, manche Leute denken, weil Gott etwas erlaubt, gefällt es ihnen. Das stimmt nicht. Vers 19, muss man jetzt sagen, wie wirklich das manche von den Resten in Apostelgeschichte 12 scheint ganz komisch zu sein. Wirklich. Er bringt die Kriegsvolk um. Er verhörte die Wächter, bevor sie hinzurichten. Ich weiß nicht, ob das Gott gefallen hat. Das hat er nie gemacht. Aber ich sage dir eines. Hey, wir leiden wirklich immer noch unter den Folgen des Zweiten Weltkrieges. Hat die Gesellschaft zerstört. Da gab es ein Volk voll Juden.
Die durfte Nazi-Deutschland verlassen. Niemand hat die aufgenommen. Das gefiel dem Herrn nicht. Die sind zurückgekommen. Eigentlich nach Holland oder sowas. Und waren am Ende alle aus ein oder zwei sind in KZ gestorben. Und hätte die in Kuba, Dominikanische Republik, USA, ein Land ist armer als der nächste und der nächste mussten 500.000 Leute husten. Und das ist nicht viel gegenüber Deutschland. Es wäre viel, wenn es dein Sohn wäre. Eine Person ist viel. Ein Sohn ist viel. Hey, Gott ist gerecht. Und die Rede des Herodes ist, dass er ein Gott ist. Und was macht Gott mit ihm? Er schlägt ihn. Er ist von Würmern gefressen. Ist das nicht cool, wenn du hochmütig bist? Was bist du? Am Ende des Lebens. Würmer vor. So. Hast du je einen Komposthaufen angeschaut? Hast du es je gerochen? Ja? Wirklich da. Ich weiß nicht, wie das war, aber ich habe das auch irgendwie gehört in Amerika. Das verstehe ich nicht. Man hat irgendwie, schmeißt einen Kompost und schmeißt Würmer dort rein. Was die Würmer fressen. Es soll ganz grün sein. Ich weiß nicht. Ich denke mir persönlich, das ist ganz eklig. Aber das ist, was Würmer machen. So, du bist Kompost. Wir sind alle Kompost. Da werden wir schon ein bisschen demütiger sein, oder? Ja? Menschenkinder, wenn viele voll Chemikalien sind, boah, das wird mal schlecht. Bleibst du länger als Kompost. Braucht mehrere Würmer. Weißt du, außer dass Gott sich rächt, macht hier nicht viel Sinn. Dass Gott ein Rächer ist, gibt uns Ansporn, ohne Aufhören zu ihm zu beten. Weil er tut, was richtig ist, und er rächt sich alle seine Feinde. Und baut einen Namen für sich, und dort auf die Gelände, wo er der Volkswagen ins Leben gerufen hat, steht nicht einmal sein Name. Von dem, der ein Volkswagen reinbringen wollte. Ich sage dir eins, Henry Ford wollte kein Volkswagen. Er wollte Money, Money, Money. Ja, das wollte er. Nicht für das Volk. Bete ohne Aufhören zum Gott. Nun, schau mal, was ist das Ergebnis von Verfolgung? Schauen wir Vers 24. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Deshalb bete ohne Aufhören zum Gott. Vers 25 sehen wir jetzt den Übergang in der Geschichte der Gemeinde. Jetzt sind die Juden wirklich nicht mehr an erster Stelle. Barnabas aber und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, und nahmen mit sich Johannes mit dem Zunamen Markus. Nun, das ist der Übergang. Barnabas war treu in dem geringsten, Apostelgeschichte 11,25, und im größeren, Apostelgeschichte 11,29 und 30. Jetzt, nachdem sie ihren Dienst erfüllt hatten, kehren in ihre Heimatgemeinde zurück. Wo gingen sie? Nach Antiochien. Das wird jetzt das Zentrum von Christentum. Barnabas und Saulus sind die auserwählten Werkzeuge, das Evangelium unter den Heiden zu bringen. Paulus wird wirklich durch das römische Reich den Heiden erreichen. Was macht man, wenn die Säulen der Gemeinde sterben oder schlimmer einstürzen? Verstehst du, was Einstürzen ist? Das ist, wenn dein Mentor Ehebruch begeht. Das ist Einstürzen. Es ist besser, dass was dir erschossen wird.
oder Selbstmord begehen ist, einstürzen. Was macht man, wenn ich so in der Gemeinde sterben oder einstürzen? Bete ohne Aufhören zum Gott. Hey, er lebt noch. Nicht der Holzmichel, der Herr. Der Herr Jesus lebt noch. Er ist immer noch auf seinem Thron. Und er sitzt auf seinem Thron. Und er macht nur nicht hier, was soll ich mal machen? Er hat alles Macht immer noch. Er hat alle noch Gewalt. Er hat alles in den Händen. Nichts überrascht ihn. Und wird ihn nie überraschen. So, bete ohne Aufhören zum Gott, weil ein besserer Tag kommt. Ein besserer Tag kommt. Apostelgeschichte 13 bis 28 geht über den Dienst von Apostel Paulus. Ein besserer Tag kommt. Hey, die Säulen sind weg, aber hier kommt ein besserer Tag. So, was sollst du machen? Was soll ich machen? Was machen wir, obwohl alle sagen, das hat keinen Sinn. Du musst was machen. Natürlich musst du was machen. Steh mal auf. Zieh mal deine Hose an. Gürte dich. Zieh mal deine Schuhe an. Mach mal deinen Mantel an. Weil ich weiß, ob es kalt ist draußen. Du Blödmann weißt nichts. Halt die Klappe und tu, was dir gesagt worden ist. Ja? Lerne das heute. Und ich sage das, ich habe keine Angst, das zu sagen. Wirklich. Halt die Klappe, tu, was dir gesagt worden ist. Und manchmal, du brauchst das, weißt du, was das heißt? Das ist deine Körpersprache. Und du brauchst jemanden, der so, whoop, hey! Jetzt wird es anders und plötzlich ist was anderes. Hilft. Und es ist nicht böse, es ist aus Liebe. Und du brauchst das. Ein besserer Tag kommt. So, bete, egal was alle sagen, egal was alle denken, bete ohne Aufhören zu Gott. Wenn du ohne Aufhören zu Gott betest, du wirst mal deinen Mantel anziehen, du wirst mal ihm folgen, du wirst mal was sehen, was Gott macht. Und wenn es Zeit ist, dass du die Gasse alleine runtergehst, wirst du die Gasse alleine runtergehen. Nicht was sag ich jetzt? Ja? So heute. Warum sollen wir ohne Aufhören zum Gott beten? Weil, hey, Änderungen kommen. Und leider, ein Unglück folgt dem anderen. Aber Gott ist der Rächer. Er ist der Rächer. Er tut alles richtig zu seiner Zeit. Und weißt du, was er macht? Herr, warum machst du das? Damit du betest. Und manchmal sagen wir, ich habe das selber nicht gehört, welche Predigt war das, wo er redet über Brother Olaf und David Gibbs? Das war bei der Danny zwischendurch. Oh, okay. Ja. Warte. Mann, wir haben das hier. Ja, nee, wir haben das hier. Wir gehen vor Gericht. Wir verklagen. Wir gehen vor dem Europäischen Gerichtshof. Und in Amerika holen die einen christlichen Rechtsanwalt. Nee, bete ohne Aufhören zum Gott. Aber der hat gesagt, da war irgendwelche Probleme. Und der Olaf sagte, bist du rein zu dem Rechtsanwalt? Bin ich rein? Gehen wir in zwei Ecken und bekennen wir alle unsere Sünden in den Herrn. Und wir bitten, dass Gott Verwirrung unter die Leute schickt. Und so, sie taten das. Und er sagte, der Rechtsanwalt, der nicht ganz geistlich war, hat aufgehört zu bekennen. Und er hört mal zu, wie Brother Olaf bekennt. Sagt man, was? Der hat das getan? Ja. Oh, das ich auch. Und fängt an nachzubekennen. Nicht zu beten ist Sünde. Erste Sache. Das heißt, dass ich gegen den Herrn sündige und nicht vor ihm zu beten. Hast du je die Sündlosigkeit bekannt? Die Sünde der Gebetslosigkeit bekannt? So dass wir heute bekennen und ohne Aufhören zu Gott zu beten. Weil er ist der Rächer. Er ist der Helfer. Der ist der bringt einen neuen Tag. Und egal was wir machen, er bringt einen neuen Tag. Und das möchte er bringen. Lass ihn.
Bete ohne Aufhören zu Gott. 287 im Siegesfang. 287.